Im Durchschnitt, wie lange brauchst du dafür, um ein Manga-Bild fertigzustellen? Ich sag mal, früher länger als heute, ne? Aber ist vom Pensum immer unterschiedlich. Also viel geht in die Planung. Die Ausführungen von den Farben her und so weiter sind, wenn ich weiß, wie es am Ende aussehen soll, nicht das, was der zeitaufwendigste Bereich ist, sondern viel geht halt auch schon in Gedanken an die Lichtsetzung und an die Farbwahl und all sowas. Und ja, da kann ich bei manchen Skizzen einfach von vorne anfangen und mir direkt, weil ich einfach nicht weiß, wie das aussehen sollte, kann ich direkt überlegen, was daraus werden soll. Bei manchen weiß ich das aber schon, wie das halt am Ende aussehen soll. Also man kann eigentlich sagen, es gibt keinen wirklichen Durchschnitt. Nee. Die nächste Frage lese ich jetzt nicht ganz vor, aber im Grunde geht es darum, wie viel Planung du in deine Bilder steckst. Also ob du vorher verschiedene Kompositionen ausprobierst als Skizze oder auch generell, wie du dein Medium vorbereitest oder so. Also wie viel Vorarbeit steckt eigentlich immer in so einem Bild? Also bevor ich anfange, plane ich das natürlich schon ganz gut durch. Also gerade auch bei den Porträts von den Frauen oder ja generell halt bei Fanarts oder größeren Bildern, die halt das ganze Blatt einnehmen, guckt man halt schon, dass es irgendwie danach aussieht, dass das Blatt voll ist. Also es gibt ja immer Momente, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Blatt eine Ecke gefüllt hat und das bleibt dann halt dabei, dann wirkt das auch nur danach. Aber wenn man ein bisschen darauf Aufmerksamkeit gibt, dass man da ein paar Diagonalen reinbringt oder ein bisschen Dynamik durch, weiß ich nicht, setzende Haarsträhnen oder sowas, dann das sollte man am besten vorher machen. Was für Stifte benutzt du für die Highlights und die Schattierung? Für manche Bilder benutze ich so Faber-Castell Polychromos. Davon habe ich allerdings nur 2 Stück, das sind schwarz und weiß. Weil die ich sonst mal benutze, sind, glaube ich, Fantasia ist eine Eigenmarke von Aldi und war eine lange Zeit mal auf Animex ein Geheimtipp. Die verbrauchen sich halt sehr schnell und schwarz und weiß sind halt da auch von Faber-Castell, von den Polychromos, ist eine sehr gute Wahl. Hattest du jemals eine offizielle sozusagen Ausbildung in Kunst? Ich studiere zurzeit Kunst, aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich hochlade, also womit ich mich im Internet präsentiere. Wobei ich glaube, das Kunststudium müsste noch mal eine eigene Sitzung in Anspruch nehmen, was da so, was da so die Eigenheiten von einem Kunststudium sind. Genau, weil das hat im Prinzip nichts mit dem zu tun, was man in normaler Betrachtung als schön empfinden kann und deshalb lernt man da auch nicht sonderlich viel bei. Im Grunde, man hat eine ganz andere Zielgruppe und daher entstehen auch ganz andere Werke. Ja. Also nein, ich hatte keine offizielle Ausbildung in dem, was ich so mache. Was ist der beste Weg, sich in Anatomie zu verbessern? Ja, sollte, wenn möglich, halt viel an Referenzen ganz allgemein ranziehen. Also zum Beispiel, man kann die eigenen Hände nehmen, man kann auch Fotos aus dem Internet nehmen, man kann auch Fotos selber schießen. Es ist halt so, dass man, wenn man zeichnet, auch das vorher gesehen haben muss. Es gibt da natürlich Leute und auch verschiedene Meinungen zu und Abstufungen, die dann sagen, ja, nur für Hände darf man Referenzen verwenden oder auch nur für die Beine oder so, aber der Rest sollte von sich auskommen. Meine Einstellung dazu ist eigentlich, dass das vollkommen egal ist, wenn man bei einer Stelle nicht weiter weiß oder nicht weiß, wie das funktioniert, dann sollte man sich wenn möglich halt darüber informieren, so wie auch bei anderen Sachen. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen zufriedenstellend beantworten und sollte doch noch eine übrig sein, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben und wir werden die dann für die nächsten Sitzungen beantworten.